Morrison, jeder einer. Wir werden uns das erste Lied singen, Nummer 123 in den Glaubenslieder. Die erste Strophe sagt: Stimmt an mit vollem Klang und preiset Gottes Sohn. Wir scharen uns mit Jubelsang, wir scharen uns mit Jubelsang. Um unseres Vaters Thron, um unseres Vaters Thron. Nummer 123. Stimmt an mit vollem Klang und preiset Gottes Sohn. Wir scharen uns mit Jubelsang, wir scharen uns mit Jubelsang um unseres Vaters Thron, um unseres Vaters Thron. Wir pilgern nach Zion, herrliches, liebliches Zion, ja, jetzt geht es nach Zion, der herrlichen, lieblichen Stadt. O Liebe, leeres Herz, das hier noch schwachen will, komm, richt die Blicke himmelwärts, komm, richt die Blicke himmelwärts, dann bleibst auch du nicht still, dann bleibst auch du nicht still. Wir pilgern nach Zion, herrliches, liebliches Zion, ja, jetzt geht es nach Zion, der herrlichen, lieblichen Stadt. O kommt und wandert mit, wer mit uns pilgert reist, wird sein Fuß die Stadt betritt, wird sein Fuß die Stadt betritt, mit Manna schon gespeist, mit Manna schon gespeist, wird pilgern nach Zion, herrliches, liebliches Zion, ja, jetzt geht es nach Zion, der herrlichen, lieblichen Stadt. Drum fröhlich jubiliert und lasst das Sorgen sein, ein frohes Herz in Pilger ziert, ein frohes Herz in Pilger ziert, bald geht's in Zion an, Gott geht's in Zion ein. Wir pilgern nach Zion, herrliches, liebliches Zion, ja, jetzt geht es nach Zion, der herrlichen, lieblichen Stadt. Nummer 124.
124. O mein Jesu, du bist wert, dass man dich in Schau beehrt, dass man dich ständig lobt und ehrt. Niemand ist so gut wie du, meine Seele jauchzt dir zu, meine Seele jauchzt dir freudig zu. Von der Erde reißt mich los, noch in meinem Glauben groß, gib mir einen treuen Sinn, nimm mich ganz, mein Jesus, hin. Deine Hand hat mich gemacht, wunderbar ans Licht gebracht, wunderbar ans helle Licht gebracht. Und dein Blut hat mich erlöst, dass ich ewig sei getröst, dass ich nun auf ewig sei getröst. Von der Erde reißt mich los, mache meinen Glauben groß, gib mir einen treuen Sinn, nimm mich ganz, mein Jesus, hin. Huldreich blickest du mich an, sagst mir, dass ich kommen kann, sagst mir, dass ich zu dir kommen kann. Und dass du mir Sündenschutz nicht gedenkst nach deiner Not, nicht gedenkst nach deiner Gnade und Tod. Von der Erde reißt mich los, mach mir meinen Glauben groß, gib mir einen treuen Sinn, nimm mich ganz, mein Jesus, hin. Yes, herzlich willkommen. All die, wat die dat gewild haben, von der hier zu sein. Ja, die haben die Titel genommen, das haben. Und wir verlangen, dass das Gott uns wird segnen, dass wir dort würden sein, das hat sich gelohnt. Ja, und von dort viel weniger sind. Im Psalm 34, von 8 bis 11, ich lese nicht am Anfang. Psalm 34, Vers 8 sagt, der Engel des Herrn lagert sich um die her, so ihn fürchten und hilft ihnen aus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Ja, und wirklich, wenn wir das sein, dann sind die Menschen, die sich ganz auf Gott verlassen, dann die sind zufrieden. Nicht, dass das nicht immer war, was fehlt, aber wenn uns was fehlt, dann freuen wir dem Herrn noch, dann geben wir uns das war. Ja. Und er sagt auch, das 8. Vers, der Engel des Herrn lagert sich um die her. Dann hält sich das so aus, wir sind Männer, man eine ganze Heer, was uns beschützen wird. Ich habe uns eine Stadt belagern, dann wir rund am Defin, am Stadt. Aber ram einen Gottesfürchten, als der Himmelsherr, und der beschützt er da. Das ist nicht wundervoll. Ich kann nicht mehr ans Üben sein, aber wirklich jetzt viele Mal wird es sein, dass Gott hat wunderbar die Singe beschützt. Ja, wir haben das Vertrauen, Gott wird uns segnen, und wir können für Kraft nicht am Anfang beten. Dat de Heer nog ons hier wat op zijn en we hier op zijn. Terug in de hopmaking de toon.
Ans himmlischer Vater, wir danken dir, dass du so ein Gott bist, so ein Vater bist für uns. Herr, dass wir die Hand kennenlernen. Es ist wundervoll, die am der Dienst kämmern das. Du beschützt dich dort, du gibst dir, was dir fehlt. Herr, nicht, dass wir nicht immer wahr vernehmen, was uns fehlt, aber du gibst uns das immer wahr. Wir erkennen danach, Herr, dass wir ganz abhängig sind von dir. Du bist eigentlich alles. Und wir möchten die ehren, die verherrlichen, die loben, die preisen. Du bist würdig. Du hast uns das Leben gegeben, den Ohren gegeben. Du hast auch die Sonne lassen abgehen. Das ganze Universum hältst du in deiner Hand, Herr. Wir danken dir dafür, dass du so wunderbar groß bist. Wir freuen uns, dass du uns in diesem Vermerkten uns hier alle zu sehen. Möchten jeder Zuhörer einmal andere kriegen, was an was halten, den Kampf, wäre was zu kämpfen, wieder zu gehen. In Jesus Christus Namen. Amen. Wir wollen uns nicht was Gedanken nehmen mit Matthäus. Ich werde versuchen, nicht lang zu merken, aber interessante Fragen sind das hier so. Ich lasse das hier so, dann stehe mir die Gedanken hier so ab. Ja, ich sehe das manchmal so geht aus mir. Die wollen gleich mal, wenn das mal eins wird, wenn da eine Prophezeiung wäre, oder wenn da was ist, dass uns mal ganz klar gesagt wird, dass das keine Frau wird. Wird abschwart. So wird vielleicht nicht. Wenn uns mal wird abschwart, ging das allein, so und so ist das, und so wird es sein. Aber leider finden wir das so in der Bibel nicht so aus. Nicht dann, wenn es Jesus gibt, das wir. Viele von dort, wenn die Jünger nicht hatten, eine Frau in der Anstellung gehabt, würden sie das niemals erkannt haben. Wenn sie finden, dass der Schriftgelehrte Pharisäer, die meisten Dinge taub blieben. Entweder ist es eine Tag für die Uhr, sie sagen plötzlich. Und Jesus hat aber die Ende selbst gesagt, was sie nicht gingen. Wo wir ihn verstehen, eins geraten, andere nicht. Auch mit der Anstellung von das Wort zu tun. Aber hier finden wir das weiter in Vers 27, Matthäus 16, Vers 27 und 28. Mal sehen, was hier für eine Frau abstimmen. Hier sagt Jesus diesen Weich. Denn es wird geschehen, dass das Menschensohn, dann redet er von sich selbst, komme in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln. Und alsdann wird er einen jeglichen vergelten nach seinen Werken. Hier wird wir sagen, naja, das stimmt ganz. Ein Tag wird Jesus dort kommen, nicht? Ein Tag wird Jesus dort kommen. Aber das nach dem Kommen. Aber nicht der nächste Vers. Wahrlich, ich sage euch, es stehen etliche hier, die nicht schmecken werden den Tod, bis dass sie das Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Was sagt ihr nun? Diese Jünger sind alle gestorben. Und Jesus ist noch nicht gekommen. Was werden wir mit diesem Vers? Wir wollen sagen, was wir wieder. Wir wollen sagen, was wir vor dem Fing, nur dem Fing. Ich glaube, was uns das klar wird. Das ist gesagt, Frauen und Menschen kriegen eine Antwort für die meisten Dinge im Wort. Aber Menschen, die kritisch sind, oder nicht leben wollen, merken das alle nicht. Grund zu all der großen Wunder, was Jesus sagt, die merken das nicht. Weil sie hart wie unverständlich, halt nicht. Jesus kann noch so viel Dinge klarreden, als will. Die Menschen verstehen das einmal nicht. Wenn wir würden Vers 13 anfangen, das für die Geschichte anfangen, das ist, wo Jesus seine Jünger fragt, wer seien die Menschen, wer ich sie? Und dann fangen sie an zu sein. Eins zu sein, die bist Johannes der Täufer, andere sein, die bist Elia, andere sein, die bist Jeremia, aber eins ein Prophet. Das stimmt oder noch nicht? Dann fragt Jesus seine Jünger eins, wer seid ihr dann? Wer ich sie? Und Petrus hat das Klarheit. Dann sagt er, die bist der wahre Gott sehen. Und dann sagt Jesus zu ihm, Fleisch und Blut haft die das nicht um Bord. Das, dass du das verstanden hast, das hat mit heißer Kraft zu tun. Jesus freut. Er sagt dann dort zu ihm, sag dort zu keinem. Sag dort zu keinem nicht. Dass die das verstanden haben. Das bleiben uns Frauen stehen, nicht? Vers 20, wo wir sagen, lesen wir so, da verbot er seinen Jüngern, dass sie niemand sagen sollten, dass er Jesus der Christus wäre. Ja, sie sollen ganz still sein. Das sollen sie nicht wieder sagen. Petrus der Große bezeugt. Dann der 21. Vers, weil du mit lesen. Das ist die Zeit, wo Jesus anfängt zu reden, was ihm kommen ist.
Von der Zeit an fing Jesus an und zeigte seinen Jüngern, wie er müsste hin in Jerusalem gehen und viel leiden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Und Petrus nahm ihn zu sich. Stel me voor, Petrus heeft hem Jezus een arm gevoerd en heeft hem met muziek geholt. Gesagt, er nahm ihn zu sich, fuhr ihn an, hat ihm einfach ganz frieden gesagt, sagt er, und sprach, Herr, schone den selbst, das widerfahre dir nicht. Das lot ihn nicht gefallen. Das nicht. Er hat groß bekannt, dass Jesus der Christus wäre. Nie sagt Jesus aber, er wird handgerecht worden. Wo kann er das Bild aufstellen? Petrus kann er nicht ausverstehen. Wo kann er das Bild aufstellen, dass von diesem Christus haben sie gelesen, dass er ein König sein. Und nie redet er davon, am wollen sie anbringen. Dann sagt Petrus zu Jesus, lot die dort nicht gefallen. Lot das nicht. Und dann fängen wir dort, das Ausdruck von Petrus, dort wie für Jesus eine Versuchung. Wir lesen dann wieder. Aber er wandte sich um und sprach zu Petrus, hebe dich, Satan, von mir. Du bist mir ärgerlich, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was fleischlich ist. Jesus sagt dort, das ist eine Versuchung für mich. Er würde gleich haben. Er sieht Luther im Garten Gethsemane, wenn es möglich ist, eine andere Lösung zu Weg zu schaffen, aus der Eigmat liegen, dann bitte, nimm mir das Weg. Aber Jesus, wenn Gott hat nicht einen anderen Weg. Und dann fängt wir in Vers 24. Diese Vers, die sagen uns sehr viel von dir. Das andere ging da, Krieg an Jesus. Aber nicht werden wir sagen, was Jesus wieder sagt. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Und dann der 24. Vers. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Das war ein bisschen wahrer Spruch. Jesus sagt, wer sein Leben will einfach erholen, zum Beispiel schauen, dass es nicht ankommt, sagt Jesus, der wird das verlieren. Wollt ihr das verstehen? Der Grutz wird das verlieren. Der wer sein Leben probt zu erholen. So dass Petrus am Grutz geruht hat. Petrus hat am Grutz geruht, schon dein Leben. Blieb lieber leben, lot die nicht anbringen. Nicht sagt Jesus zu seinen Jüngern, wer sein Leben will holen, wer will wieder leben, so er was heute gelebt hat, der wird das auch mal verlieren, sagt er. Und, sagt er wieder, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Wer sein Leben die Hand zu geben für Jesus Christus, der wird das finden. Ein Weltmensch versteht das nicht. Ein Christ kann das verstehen. Was das meint, Leben zu verlieren. Das ist, was sein will, wenn wir bereit sind, das Schritt abzunehmen, dass hier so ein Vers steht, Vers 24, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst. Das ist groß das Schwanzte, dass wir bereit sind, unseren Willen aufzugeben. Hij daar een hohe Lektion mehr an Krieg geben, wenn ich Krieg mit der Versuchung, was an Kreuzen am non gekommen wäre. Der 26. Vers sagt, was hilfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, damit er seine Seele wieder löse? Das blieben für uns vielleicht wahrscheinlich Frauen, auch für seine Jünger. Aber dann, den nächsten lesen wir den Vers, wo ich lesen werde. Wo Jesus sagt, ein Tag wird er kommen, dann wird er in jedem ein vergelten. Dann sagt er nach 14 Jahren, hier sind etliche Menschen, die wollen nicht sterben, was die wollen sein haben. Wo wollen wir in die Top kriegen? Nun werden wir mal den nächsten Kapitel lesen, und ich glaube, dann wollen wir die Antwort kriegen. Vers 1 sagt, Kapitel 17, und nach 6 Tagen nahm Jesus zu sich Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, und führte sie beseits auf einen hohen Berg. Und er ward verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß als ein Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesu, Herr, hier ist gut sein. Willst du, so wollen wir hier 3 Hütten machen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Da er noch also redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an welchen ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören.
Da das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Vers 7, 8. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Da sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand, dan Jesus allein. Wat ik hier verneem, dat hier toch onze Jezus als den Demutja, Messias te zijn, wat reit wie alle ween te doen, wat niet toch onze kunt in zijn gegenwart blijven. Hij had helemaal niet zo'n dag erklären gehad, zijn Angesicht hat helemaal sich gedacht, wat hier toch onze noch kunt in zijn gegenwart blijven. Aber nur ob eins, wenn es der Herrlichkeit durchkäme, dann können sie nicht mehr den demütigen Messias sein. Dann sagt er, dann können sie einmal sein, wo Jesus wird kommen, wann ich nächsten wird kommen. Da wird keiner stehen für ihn. Als er dann der Gerechte. Keiner wird stehen für ihn. Was passiert hier so? Sie fallen. Sie fallen von durch. Sie schrocken drei. Wenn es die Stimme kommt, diese Gegenwart, das wir ganz das, was wir hier gefällt haben. Dass du ein Messias wir, was ihn verstehen kann, was ihn profitieren und so weiter. Nee, wir haben uns hastig merken sie, mit waffener Kraft, er wird kommen. Nicht alle ungefähr, das, was Jesus sagt. Siehe, hier stehen etliche hier, die den Tod nicht schmecken werden. Was sie das wollen sie sein haben. Bloß sagst du wieder, dann beleben sie das. 3 Stück von ihnen, die beleben dort, mit waffener Kraft, er wird kommen, wann ich will kommen. Wieder würden lesen, verstehen wieder, wir wollen nicht lesen, aber dann gehen sie vom Bäu rauf. Und wenn sie raufgehen, dann fragen sie Jesus. Nu sind etwas Dinge aufgedeckt. Nu fragen sie Jesus, soll nicht erst Elia kommen, das alles soll passieren? Ja, sagt Jesus, er soll kommen und der erst soll kommen. Der erst soll kommen. Wo erst endlich nicht aufgedeckt wird hier, dass er kommen wird. Und dann sagt er hier wieder, da verstanden sie, dass er von Johannes dem Täufer redete. Sehen wir hier so? Ich sehe erst, wir werden mal gleich, wenn uns nur wird ab Schwortwort gesagt, das ist der. Nur diesen Grund haben wir gelernt. Und dann fangen wir auf einen anderen Stelle, lesen wir in Johannes, dann sind da die Schriftgelehrten, Pharisäer, der checken mal, der Unterstalle checken mal, nur Johannes fragen, wer er in Wirklichkeit ist. Wir mal lesen, Johannes 1, Vers 19. Und hier war das sein. Das verstehen wir nicht. Das haben wir nicht verstanden. Wo wir das hier mal so uitgekommen sind. Johannes, Kapitel 1, Vers 19. Hier sagt es so. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, da die Juden sandten von Jerusalem Priester und Leviten, dass sie ihn fragten, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht. Und er bekannte, ich bin nicht Christus. Und sie fragten ihn, was denn? Bist du Elia? Er sprach, ich bin's nicht. Johannes selbst sagt, ich sehe nicht Elia. Wohin sagt er das? Jesus sagt, aber das ist er. Ist das nicht mit dem Rutsch auf uns? Ich sehe, wir werden gleich, das wird abschwört zu sein immer. Mal klar haben, von das ist die Rede. Nee, habe ich nicht verstanden. Er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Da sprachen sie zu ihm, was bist du denn? Dass wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben, was sagst du von dir selbst? Bloß ein Ding. Kon sein, für unsere Augen, dann sich Dinge erfallen und wir weten das nicht. Aber ein Ding will ich hier so, du willst mit dabei sein, seine Dinge, der hat das offenbar. Und was für eine Zeit sie leben werden. Das die sind Zeit, aber sie können das mit Zeit verstehen. Du will ich von dir keine Frau haben, als wenn wir von dir eine Frau in der Anstellung haben. Eine Frau in der Anstellung haben, in dem ich die Anstellung haben, an den Herrn Jesus gegenüber, dann wird er uns Ding der rechte Zeit sein. Aber wenn wir sowieso auch kritisch sind, nicht leben wollen, leicht auch bitte was ungläubig teilen, kann sein, wo wir Dinge können verstehen. Hier braucht es eine dämliche, handgegebene Anstellung, was wir wollen das Ding verstehen können. Wenn wir sagen, dass das Jesus geschafft hat und dass er geredet hat, dass das nicht immer ganz klar wird sein. Kann sein, Dinge, die spielen sich auf, und wir erkennen das nicht. Matthäus 13, werden Sie falsch lesen, Kapitel 3.
Jezus in ging zijn ammonie schierig, frei frauen sie Jesus, wo wen, dass die durch Gleichnisse reden, nicht mal klar verständlich reden. Dann wollen wir hier lesen. Ich glaube, das ist eine Antwort für uns. Wovon eine Anstellung leben in du? Matthäus 13, Vers 13. Darum rede ich zu ihnen durch Gleichnisse, denn mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht, denn sie verstehen es nicht. Und über ihnen wird die Weissagung Jesajas erfüllt, die da sagt, mit den Ohren werdet ihr hören und werdet es nicht verstehen. Und mit sehenden Augen werdet ihr sehen und werdet es nicht vernehmen. Denn dieses Volkes Herz ist verstockt und ihre Ohren hören übel und ihre Augen schlummern, auf dass sie nicht mit dermaleins mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, dass ich ihnen helfe. Vielleicht denken wir so, wie das reich von Jesus, dat hij zu den Menschen, die sowieso ein Hort hatten, dat hij eigenlijk meest alles bloß mit so einer Bildersprache reden deed. Wohin der redet so? Hier haben wir das gelesen. Er sagt, er kann nicht aufhören, verübt sein, dass die Hortende werden verstockt. Was sie kicken bloß, wo sie Jesus von gerieten können. So eine kleine dämliche Frau in der Anstellung. Klar so aus der von uns. Wenn wir eine dämliche Frau in der Anstellung haben, dann wird der Herr uns mehr und mehr von seinem Wort und auch von den Schätzen in seinem Wort kann durchbringen. Einmal, wo wir Dinge verstehen können, was wir bei Titus nicht verstehen haben. Die wollen uns ein Teil uttun, die wollen uns viel mitnehmen in uns Leben, dass wir wollen den Weg sicherer gehen können, den wir zu gehen haben. Nach kurzen Gedanken ist Jesus mal groß abgestimmt vom Tod. Dann ging er mit ein paar Jüngern zurück nach Amos. Und dann, wenn sie hingewiesen ist, dann verteilt er mit ihnen. Und dann sagt er, auf einer steht, vielleicht sollen wir es im Falsch nachlesen, seine Jünger die auch tun. Das wir auch so, dass wir ihre Übung passiert, sie haben das nicht verstehen können. Und dann Lukas, Kapitel 24. Ja, den im Falsch nachzulesen. 24, Vers 24 bis 27. Das ist Utrecht, was Jesus merkt, die sind schwab. Hier ist der Vers 24, lesen wir. Und er sprach zu ihnen, O ihr Toren und träges Herzens. Toren, das ist mit dumm. Träge, das fühl. O ihr Toren und träges Herzens. Sagt das, zu glauben alle dem, was die Propheten geredet haben. Wo kann ihr das nicht glauben, was die Propheten gesagt haben? Das wird ja so klar. Hier hat er Duden. Musste nicht Christus solches leiden und zu seiner Heiligkeit eingehen? Und fing an von Mose und alle Propheten und legte ihnen alle Schriften aus, die von ihm gesagt waren. So hat er Duden. Jesus hat sich so, er denkt so, die haben das so verstanden haben. Die haben das so verstanden haben. So redet er hier an. Na, da ich an, ich las diesen Vers und gebe mir das mit so einem Bild, wo Jesus ist nicht gekommen, dass sie sind alle gestorben. Und dann fange ich an nur zu kicken und sage, dass Jesus immer war, dem was ich geredet habe. Nicht ganz klar für die Jungen, aber er will, die sind ja alle worden. Besonders der Heilige Geist, was die geschickt ist worden, der will uns hier behalten. Ich möchte das gut sehen. Wir singen Nummer 682. Wo der Post erst früher noch abgestimmt haben, die Leute singen. Man weiß nicht die Stunde, wann der Meister wird kommen, doch Zeichen tun kund, dass die Zeit ist der Frommen, wenn wieder erscheint, denn der Himmel genommen,
Erwachsenen. Wat van groot verreich, von der in den ganz besten, diersten, in den herrlichsten Namen so eine Gemeinde steht zu begreifen, nämlich in den Namen von unserem Herrn Heiland Jesus Christus. Es ist mir eine Freude zu sein, für all die, was sich heute gemerkt haben, sind gekommen, mein Gebet, dass ihr was, das nicht wird vergessen sein, sondern da können wir zurückkommen, zu Gott seine Ehren, zu Gott seine Verherrlichung. Gut, das ist gestern erwähnt worden, das Thema von der jetzt eben uns Gott vertrauen. So, wo ist es mit uns Gott vertrauen? Wir wollen natürlich die Bibel von der sein, da ist eine Wichtigkeit dabei, dass wir uns Gott vertrauen, nicht wegschmieden dürfen. Dass wir feststehen und dass wir uns vertrauen, festhalten dürfen. Wenn wir uns das Tagsvers, Vers nehmen mit Hebräer Kapitel 10, Vers 35 und wieder, was ich 39. Da sagt es, werft euer Vertrauen nicht weg, weil es eine große Belohnung hat. Geduld aber ist euch Not, auf dass ihr den Willen Gottes tut und die Verheißung empfanget. Denn nach über eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und nicht verziehen. Der Gerechte aber wird des Glaubens leben. Wer aber weichen wird, an dem wird meine Seele kein Gefallen haben. Wir aber sind nicht von denen, die da weichen und verdammt werden, sondern von denen, die da glauben und die Seele erretten. So, dann habe ich hier das kraftvolle Wort gelesen, dass wir sollen uns Gott vertrauen, nicht wegschmieden. An Himmelfahrt, dann rede ich an, dass uns Christen aufgeht, was uns bevorsteht. Jesus ist von dem Himmel und wir kijken auch himmelwärts, ja. Wir kijken verder weg, nur das aufgeht, was uns so bevorsteht. Und dann rede ich hier in der Gemeinschaft. Dass unsere Gemeinschaft was mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dann noch die Wichtigkeit, dass Johannes hat durchstellen, dass wir und jemand anderen Gemeinschaft haben. So von der soll das eine Anspornung sein, dass wir wollen festhalten, dass wir wollen uns vertrauen, zu Gott nicht wegschmieden. Wir haben gestern gehört von den Endzeiten, wir weiten dort die Bibel lehrt, dass der Herr Jesus hat das selbst gesagt, dass die Weg wird nicht bloß auf Rosen sein, da wird nicht bloß immer ein ganz leichter Weg sein, aber der Herr Jesus, der hat die Wichtigkeit durchgestellt, dass wir sollen wirken und beten. Und dass wir sollen vorstehen, wenn wir nicht wollen vorstehen, wir sind eine große Gefahr, dass die kann zum Fall kommen. Dann kann man hier in Psalm 73 im Sinn, wo der Psalmist sagt, meist kriegt, wie meine Feitwache gelebt. Wenn ich das sage, wo die Gottlose so gut ging. Das sagt sie, die fehlt das an nichts, die haben alles, was ihnen fehlt. Ich kann das bloß nicht verstehen, sagt der Psalmist, bald ich in Gott sein Heiligtum dann ging, und andere wird, bald ich mit Gott in Gemeinschaft komme, und dann sage ich mal, die Gottlose eng an. Weil hier nach der Sitte, die haben das so schön, aber ich kicke mir die Gottlose eng, wo führt das hin? Dann sagt der Herr, ich bleibe die. Ich gehe mit die. Ich will nicht von die wegdrehen. So, das wird von der reden, das. Uns vertrauen zu Gott nicht wegschmieden. Also, kann ich hier verstehen, da ist eine Gefahr, dass wir können, das verlieren, uns Gott vertrauen. Und daher ist es wichtig, dass wir das weit nicht wieder das Rechte besetzen, dass wir das Wort Hoffje besetzen. Und ich las, und mir wird ganz interessant, dass ein Mann, was auch sich frei, dass er ein Last gewesen, der Heiber das gewesen. Und es ist nochmals gesagt worden, wie das 919. Und check das sein Blatt nach. Ganz ein Tisch, nimmt mich mit das Last weg. 919. Nicht getroffen. Und dann einmal, was das ist alles zu los, was hat der Blatt über Kopf gehabt. Sein Sadelchen. Saß von einem saß Tieren steht da, verarmt. Aber sein Last wie 919, bis er Kopf gedreht. Das ist so.
Nu weer dat saß und saß, Tieren, habe ich es verspielt. Mochte nicht so bei uns sein. Wenn wir das Wort Hoffje zu holen haben, dann darf wir das nicht über den Kopf drehen, dann haben wir das zu holen. Und wir stehen fast, und wir dürfen nicht Angst haben, dass wir nicht gewinnen wollen. Wir wollen nicht gewinnen. Wenn wir zum Glauben gekommen sind, und wir auf den Glauben getauft sind, dann haben wir das Recht genommen. Dann steht diese Belohnung, was wir hier lesen in unserem Tags, der steht uns Befehl. Das sagt hier eine große Belohnung. Wir wollen Gott vertrauen an. Also das sagt uns in Markus Kapitel 16 ganz klar, wer glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Das sagt ganz klar, wer zum Glauben gekommen ist, was für ein Glauben? Der Glauben an Jesus Christus. Dann sich auf den Glauben auf Taufe verloren, da wird der Mensch selig. Weil viele Menschen, die berauben sich auf die Taufe allein, sind nicht wirklich im Glauben gewesen, berauben sich auf die Taufe und dann haben noch nicht das Recht genommen. Das muss einmal ganz klar sein, dass wir sind zu dem Glauben gekommen, dass wir da persönlich all genommen haben, das große Erlösungswerk von Jesus Christus, dort auf Golgatha, und dass wir uns dort auf eine Taufe verloren. Ja, aber einmal weit wir dort, dass wir sind in dieser Welt, wir weten, die Kinder Israel durch die Wüste haben sie viel und schwere Tiden, nicht wahr? Sie werden am Weg nach Kanaan. Wir sind doch am Weg nach Haus. Wir sind am Weg nach himmlische Jerusalem. Und wir weten dort, wir sind haben hier in dieser Welt und wir begegnen Tiden, was uns nicht schien so leicht zu sein. Das ist ja nicht so ganz einfach, nicht wahr? Und dann kommt es darauf an, dass wir meid worden. Das kommt darauf an, dass Kinder Gottes zum Volk kommen. Und das Wort Gottes muss sehr klar sein. Schmied den Gottvertrauen nicht wahr. Von der Seite dieser hier, schmied den Gottvertrauen nicht wahr. Wenn du hast ein Vertrauen gekriegt, das zum Glauben gekommen, hol das fast und schmied das nicht wahr. Weißt du, durch verschiedene Dinge, wo Menschen durchgehen, durch Umstände so sind, dass einmal kommt das darauf an. Wir waren von einem Mann verführen mit dem Olebund. Da ist viel durchgegangen und wo kann er standhaft bleiben? Er hat ein sehr fastes Gottvertrauen, ab dort Versprechen, was der Herr gesagt hat, was er ihm gegeben hat, der hält er ganz fast und krackend und wo er allweil durchgehen muss, er bleibt danach ganz fast stehen. Und von das habe ich gestern morgens ab meiner Gebetsstunde in der Ansprache, was wir haben nachbet von diesem Mann gehört, was er alles muss loslassen, wo er muss rein sein, kriegt es für uns von der Leute hier, uns Gott vertrauen festzuhalten, damit wir immer wahre Reisen loszulassen. Die Dinge, was uns hier so auf dieser Welt festhalten. Weil wir die nicht loslassen, wo wollen wir uns Gott vertrauen festhalten? Das schafft nicht die Dinge auf dieser Welt, die alle festhalten, und danach sein in Gott vertrauen festzuhalten. Weil der Dreck Gottes ist nicht ein Dreck von dieser Welt, dort ist ein anderer Dreck, das ist ein himmlischer Dreck. Und deswegen ist es so wichtig. Und mal diesen Abraham hier sein, in 1. Mose Kapitel 12, Vers 1, und wieder ein paar Vers. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterlande und von deiner Freundschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen, will dich segnen und dir einen großen Namen machen und sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Seid ein Wort von einer großen Verheißung auf einzelnen Abraham steht. Das wird nicht so von ungefähr. Aber was habe ich gedacht, was der Herr sagt, geh hier aus deinem Vaterlande und von deiner Freundschaft und aus deinem Vaterhause. Was muss Abraham sein, alles zu verloren? Du wirst so viel, du musst ja reisen zu verloren. Wogegen? Weil der Herr hat einen anderen Weg für ihn. Der Herr will ihm selbst vorhand führen. Und so ist es von dir. Genauso ist es von dir, Geschwister im Herrn. Der Herr will nicht, dass wir hier sollen tüß sein, dass wir hier sollen festsetzen. Das müssen steht, wo wir durchgehen in dieser Welt, in der Welt, dass wir sollen hier kein Ding auf sein, loslassen, in einen Gottvertrauen haben, so ist Abraham das hat, er hat ein ganz festes Gottvertrauen, er jenkt ab dessen See mit Gott versprochen hat. Und das wird mir einschreiten in dem anderen.
Weil dann klimmst du wieder, bis ins nächste Kapitel, dann musst du dich von Lot scheiden. Lot hat wie sein Souverino und er hat so eine sehr intime Gemeinschaft, weil die hat mit diesem Lot. Und ich dachte, ich heim, da sage ich einmal, nun muss ich mich von Lot scheiden. Lot ging nach Sodom und Gomorra, Abraham ging in eine andere Richtung. Wohin? Das schafft nicht mehr, als es steht. Er sagte einmal, das ist nicht gut, das ist mal zu gehen, und er möchte eine Entscheidung. So ist es für uns. Da braucht immer weiter eine Entscheidung, nicht wahr? Da wir klar haben, wohnt war ich go wie. Noch eins. Ja, da sind viele Dinge, was ist Abraham, Lot wird Abraham, was muss bereit sein, loszulassen und zu gehen. Und dat hij doorweg met zijn ganz vastes Gottvertrauen hat, als hij besonders schwere Prüfungen durchgegangen. Das war ein besonderer Moment, wo Gott mal zu Abraham sagt, das fing in 1. Mose Kapitel 15, Vers 5, geh mal in die Hütte raus und check mal im Himmel. Tal mal die Steentjes. Kast die Tal, so ist dort, was die Nachkommenschaft sind. So ist die Steentjes im Himmel unzählbar. Und Abraham, er vertraut Gott. Er will alt, was soll passieren? Wo soll herkommen? Aber du hast es gesagt, und er vertraut Gott. Und ich habe so eine feine Lehre nehmen für uns. Weil wir von dort noch nicht alles verstehen können. Und durch die Täler, wo wir durchgehen, wir nicht alles verstehen können. Aber wichtig ist, dass wir uns an die Verheißungen holen, wenn das Wort Gottes, wenn uns Tag von der sein, das werft euer Vertrauen nicht weg, weil es eine große Belohnung hat. Weißt du was, wenn wir uns Gott vertrauen, nicht von Waschmieten, dann sagt das Wort Gottes, da wird eine große Belohnung. Wer will nicht all eine große Belohnung haben? Wir haben letztens von der Aufgabe gehabt, ja? Wer will nicht all eine große Belohnung haben? Aber das Wort meint, dass wir wollen festhalten, dass wir wollen im Glauben stehen bleiben, und dass wir Gott vertrauen. So, dann kam der Tag, dass Abraham sagt, kreuz es Gott gesagt hat, er würde einen Sehen kriegen und er würde eine große Nachkommenschaft geben. Und wenn sie diesen Sehen schaut, das ist auch mal bloß ein unwassener Junge, einmal kommt Gott zu ihm und sagt, weißt du was, nimm Isaac, den einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn da zum Brandopfer. Wahrer braucht in Gott vertrauen. Was? Du hast ihm eine Verheißung gegeben, Gott. Du wirst mir ein Sehen geben im Himmel und allen hier essen. Nu sagst du, ich soll dem Opfern gehen. Was geht das? Das geht ja doch kein Fall, nicht? So wird Mensch doch leicht denken. Aber was sagt uns das da? Das sagt uns da, dass Abraham ist dann tidig morgens ab, mögt sich gereit, sein Eselsudel da, bei Knecht nicht mehr mit, bei wem nehmen wir noch mit? Isaac, was soll er den nicht tun? Kriegt den soll er opfern. Mat bisschen gewollt Gott vertrauen gebraucht haben. Isaac? Das ist der Sehen von der Verheißung. Der andere von der Kirche, was er hat, dort wird er sehen nur dem Fleisch nur. Aber das ist der Sehen von der Verheißung. Und du sollst diesen Sehen mitnehmen, und ich soll diese Reise machen, ganz bis dort, und sage ich ja einen Tag nach dem anderen, und vertrauen zu Gott. Wenn es dort ist, bitte ein Altar, legt das Halten ab, Benzin sehen, legt ihm ab Altaren ab. Fort das Maß an, um sein Sehen zu opfern. Und dann sagt der Herr, du dem noch nicht an. Und dann sagt Abraham, du wir, und wieder, nochmal den, dann kann er den opfern. Was von Gott vertrauen, was dort gebraucht haben. Ich glaube, das so eine Anspornung sein von der für uns. Das war nur eins, was durch die Täler jetzt. Und die war ich nicht einmal leicht ist. Aber danach beständig vorwärts gehen, und dass wir in Gott vertrauen haben. Dass wir nicht abgeben, in der Zeit, wo es schwander wird. Das sagt uns, Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Römer Kapitel 4, Vers 3. Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Leute hier, wo kommt es von dir, ob das Dalze darauf an, dass die Proben zu schwer wurden? Ist es nicht krank durch, wo die Wahlen hochkommen? Dass du immer weil Gott vertrauen verschwingt? Er hast du einmal so eine Chance von das Fall,
das Vertrauen zu Gott ist nicht mehr so, als wir. Aber ein anderer wird, ich las diese Deo nachbet von, dass bei vielen Christen haben sie eine Entscheidung gemacht, wo einmal ist es nicht mehr so brennend. Das setzt die Flamme als leer gekommen. Steht die Flamme fängt doller zu brennen, als die Flamme leer gekommen. Ich las von einem, er wie im Gefängnis nicht gekommen, wegen Hitler, das ist die Schaffen da. Und ich habe im Gefängnis, das Monat, ich habe den Namen nicht groß vergessen, und er ist im Gefängnis in Gewalt gekämpft. Wo wegen sie steht? Wo wie mache ich das durch? Wo bin ich noch dort und wo bin ich noch dort? Und da wird sie in Gott vertrauen. So sei geprieft. Weil sie geschrieben, wie sind noch nicht mal was im Gefängnis? Und was uns Gott vertrauen, ich auch vielmal geprieft. Was noch Gott bei dem Gefängnis sind. Hat noch so schön. Und so viel muss scheint, dass wir uns vertrauen, so geprieft wird, nicht wahr? Das scheint, dass wenn die Wahlen hochkommen, und weet je wat die voor is? Dat die meer op de Wahl checken als op Jesus. Dat wie bei Petrus de trouble. Wenn Petrus mal in einer Nachricht zei, Angst met zijn partner taub, met de andere Jünger taub, en mijn antwoord dat wenn Jesus zegt, fürchtet nicht, en antwoord wie Jesus, und da will mit die taub sein. Heit mir doch mit die, nur die te kommen am Boot. Komm her. Petrus im Boot rüten, war Herr. Ja, da am Boot, schafft. Gott vertrauen. Zijn vertrauen wir ganz op Jesus sagt, komm, hij leeft dat, hij vertraut Jesus und hij jenkt. Aber einmal sagt de Wahl, da fängt an zu sinken. Liebe Zuhörer, wir wollen uns nicht von der Wahl was abkommen. Lauten Drescherei. Wir wollen nicht ans Gott vertrauen, verlieren das Ding, was wir hier durch die Endzeit von abkommen wird. No, was sagt uns das Wort? Dann heeft je de Häupter ein paar, en vrede dat zich juni erlezen noemen dat. Weet je wat? Dan weet wie we zijn Polters. We blijven allemaal niet hier. En we zijn man allerlei bij de haar komt om ons te holen. Zo, en zeggen we eenmaal, dat is een grote gevaar, wanneer we op Wahlen checken doen, meer als op Jezus checken. Laat ons als een aansporing doen, dat we worden meer op Jezus checken als op de Wahl. Ik kan nog aanvieren, Hebräer Kapitel 12, die ersten 3 Vers, wird sagen, dass wir sollen auf Jesus checken, den Anfänger von anderes Glaubens, wir wollen wieder gehen hier mit ans Tags. Du erlaubst uns an unserem Tag, ist im Saßen da, das ist der Vers, Geduld aber, dass euch not, auf dass ihr den Willen Gottes tut und die Verheißung empfangen. Weißt du was, das Wort Gottes sagt uns ganz klar, Geduld ist ihr not. Das ist aber sehr wichtig, Geschwister, dass wir im Glauben stehen und dass wir Geduld üben tun. Das wird immer meinen, dass wir feststehen, und wann es ein Kampf ist, wir wollen geduldig den Kampf durchkämpfen. Weswegen, die Geduld ist uns not, dass wir Gottes Willen können tun, und dass wir der Verheißung werden empfangen. Also, braucht es dann, dass wir geduldig den Kampf kämpfen tun. Gehen wir über zum nächsten Vers. Dann haben wir eine kleine Weile, es wird kommen, oder kommen soll, nicht verziehen. Horcht mal über eine kleine Weile. Dort ist sogar mal so lang hin. Aber dann fragen wir uns vielleicht, dort wird je dann und je sagt, eine kleine Weile, wo von dir dann? Nicht so lang von dann. Aber weißt du, hier redet von das Gott-Ding an sein Dad. Und Gottes Uhr ist eine kleine Weile. Was wir es Gottes zu kämpfen haben, was wir es Gottes zu streiten haben, das ist eine kleine Weile, aber die hat nicht mehr lang. Dauert den Kampf allein. Dann haben wir gekämpft. Für die, die Gott vertrauen geholfen haben, die werden ewig gehen mit Jesus zusammen. Diese kleine Weile, das sieht manchmal, dass von dem bisschen lang ist, nicht wahr? Wo der das, wenn Eltern mit Kindern eine Reise machen, dann hier wird das manchmal. Die kleinen Kinder, die wird dem Sättchen angeschnallt, die sind der Fuß, die sind doch gewarnt, die vor Märt, für lange Zeit sind ganz still. Bei einem fangen an zu fragen, Mama, zijn we bald door? Wenn die checken, die werden mal so hier dort sein. Mama, zijn we bald door? Und dann sagt die Mama vielleicht, ja. Die sagt, meist fürs door. Und weißt du was, ich kann wohl noch 100 Kilometer viel. Für die lange Reise, was die gemerkt haben, Mama sagt, ja, wir meist fürs door. Aber für die Kind scheint es noch sehr lang zu sein, die 100 Kilometer, nicht wahr?
als nicht krank so in unserem Leben. Die Bibel sagt nach über eine kleine Weile, wir lernen, aber wir wollen immer antworten, da wird nach mir nach einem Stau kämpfen. Diese kleine Weile, da kann nach mein für uns, dass wie Tiet on sein, dann kann nach meinen Stau kämpfen. Selber reid, dann ist es Tiet nach zu kämpfen, nach länger dort zu sein und nicht abzugeben, nicht ans Vertrauen verlieren. Das kommt so darauf an, dass wenn Menschen nicht eine große Festigkeit haben, wo sie abstehen dann. Wenn sie nicht auf den Fels Jesus Christus gebüht haben, dass so eine große Gefahr not zu lassen. Und so viele Menschen von der Tag, wir hören davon, die backen ab in ihrem Kampf. Die holen nicht Mut und die lassen nur das Gebetsleben, das wird nicht mehr gepflegt. Bibel lesen ist nicht mehr wichtig. Und die leben daheim, als wenn irgendwo was noch passieren. Ich will nach irgendwann was in den Himmel kommen. Lieber Teil, das ist nicht biblisch. Weil wir das dort denken, dann, das ist nicht biblisch. Das Wort meint, dass wir hier wieder wollen hören. Das Wort meint, dass wir wollen kämpfen, dass wir wollen fairweg gehen und dass wir nicht wollen abgeben. Und wichtig ist auch Väter und Mütter. Von der, dass wir als Väter und Mütter, dass wir vorstehen dann. Wogegen? Haben nicht, die meisten von uns haben eine Familie, die herumkommt. Kostet es vor, dass die Familie sein, dass wir sind, da war das himmlische Ziel. Hältst Mut, seien die Dinge da, dass es wichtig ist, den Glauben, für was du anstehen ist. Meint nicht Dinge dort. Oder meint nicht Dinge, dass es meist bloß hier in dieser Welt am natürlichen Gitter. Die Dinge, die lesen uns auf. Die Dinge weit, was uns wichtig ist. Und die beobachten, betrachten uns viel mehr, als wir vielmal glauben. Wo Gott, wenn das am Morgen, das ist ein Ziel im Himmel. Ich sie abgewaschen, ich habe das mal mitgeteilt, wenn das bei 50 Jahren, die bei mir Futter repetiert, aber von dort wieder wird ein klares Ziel, was er uns Kinder verleiht. Mut zu haben, zu kämpfen, Glauben zu haben, Gott vertrauen, verder mehr, das Wort Gottes zu lesen, dann fast zu haben. Meta, weißt du was? Die stehen im Glauben, ja. Wo wichtig, dass ich Glauben halten und Gott vertrauen. Wann es schwanger wird, dass die Kinder wollen sagen, Mom ist eine Mama, die Gebet ist. Mom ist eine Mom, was sich im Wort Gottes halten wird. Mom, der steht im Glauben fast und ich kann mich daran lehnen. Was für ein Unterschied, wenn der Glauben in Gott vertrauen ist, für unsere Nachkommenschaft, was von der hier rankommt. Was für ein Unterschied habt ihr gemerkt für Abraham? Und Gott sagt selbst, dass ich weiß, Abraham wird seine Kinder befehlen, den Weg des Herrn zu wandeln. Das ist dort ja wie von der da sind für unsere Kinder. Wenn wir bloß würden hier vor unserem Tag ein paar Vers lesen, mehr zu lesen, da sagt es Vers 32 und wieder Hebräer Kapitel 10, gedenket aber an die vorigen Tage. Denkt mal an die Ferien, in welchen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, erduldet habt einen großen Kampf des Leidens und zum Teil selbst durch Schmach und Trübsal ein Schauspiel wurdet, zum Teil Gemeinschaft hat mit denen, welchen es also geht. Dort mal an denken, was für ein Kampf hat der gekämpft und den Glauben, was sei angefochten worden, was hat alles, die sind aus dem Schauspiel durchgestellt worden, was hat alles durchgekämpft. Sagt ihr im 34. Vers, denn ihr habt mit den Gebundenen Mitleiden gehabt und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet. Wogegen? Wo können sie dort? Hörst du mal, die haben mit den Gebundenen, die in Gefangenschaft waren, mit denen haben die Mitleiden gehabt und die haben den Raub eurer Güter, wo die natürliche Güter wahrgenommen worden, so dass von der auch nach manchmal fällt, unsere natürliche Güter fangen den Preis zu verlieren, den Wert zu verlieren, nicht wahr? Nun seid ihr hier, die Christen, die Janität, die haben den Raub, wo die sind wahrgenommen worden, natürliche Güter, haben sie mit Freuden erduldet. Nun wollen wir sein, wogegen? Als die ihr wisst, dass ihr bei euch selbst eine bessere und bleibende Habe im Himmel habt. Das ist viel was Besseres.
im Kommen, als dort, was wir hier auf dieser Welt haben. Je wat je weten. Das ist viel was beter in der Zukunft, als dort, was wir hier von der haben. Wir haben es sehr schön. Aber das ist sehr viel was beter. Für die, was im Glauben stehen, in Gott vertrauen, feststehen, für die ist es viel was beter drei, als das, was wir von der beleven und erfahren tun. Ja, über eine kleine Weile, so wird kommen. Und dann sagt der 38. Vers, der Gerechte aber wird des Glaubens leben. Wer aber weichen wird, an dem wird meine Seele kein Gefallen haben. Der Gerechte wird seines Glaubens leben. Der wird Gott vertrauen holen. Ja. Gott wird uns nicht loslassen. Wir haben das last ans Ferien 4. Petrus Kapitel 1, Vers 5, dass Gott seine Macht, wo wir bewahrt in unserem Glauben. Dass Gott seine Macht, was uns bewahren hat, solange als wir im Glauben feststehen, du hast keine Rede von, der wird nicht mehr geworden. Das haben wir nicht mal feststellen. Kein Bild, das dort Derbens feststellen, dass wir das nicht mehr geworden, weil wir wollen im Glauben, im Gottvertrauen feststehen, da wo wir durch Gott seine Macht, wo wir bewahrt worden, und wir wollen ganz sicher durchkommen. Das sagt hier, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Aber wer da weichen wird, heuch mal, wer aufholen wird weichgehen von der, an dem wird meine Seele kein Gefallen haben. Dann noch zum Schluss der letzte Vers. Wir aber sind nicht von denen, die da weichen und verdammt werden. Ich dachte, das ist mal ein wundervoller Vers, von der unseren Tag zu bestärken, zu bekraftigen, dass wir sind nicht, sagt das Wort Gottes hier, von denen, die weichen und verdammt werden. Von wo ist er wieder? Sondern von denen, die da glauben und die Seele erretten. Hört mal. Von denen, die Gott vertrauen, die holen an. Von denen, die ewig checken, nach der große Belohnung, was uns befürchtet. Von denen, die wir sind. Wir sind nicht von denen, die weichen, die dann unseren Glauben null und aufkommen tun. Wir sind nicht von denen, die verdammt werden. Wir sind von denen, die glauben und die Seele raten. Lass uns das als eine Anspornung tun, von der zum Schluss, von werft euer Vertrauen nicht weg, weil es eine große Belohnung hat. Ich habe was sehr wundervolles, weil die, wenn du was glauben holen und du was Gott vertrauen holen. Kannst du dich feststellen, weißt du, was im Kommen ist? Die Tongue, was du von dir hast, das Mühl, was du von dir hast, es kein Wort im Stand, dort zu reden, was im Kommen ist. So herrlich wird es sein. Aber wir wollen glauben holen und Gott vertrauen. Und deswegen ist es wichtig, uns jemand anzuspornen, Mut zu melden. Und wenn du nicht wirklich zum Glauben gekommen bist, der wünscht sich, dann kannst du zum Glauben kommen. Das sagt hier, weil wir im Glauben sind, da wo wir bewahrt worden. Und wenn wir nicht im Glauben sind, verdammt worden. Der Unterschied ist so groß. Ich habe so ein Verlangen, dass Kinder Gottes würden abstehen. Immer weiter, mit nie Mut, mit Überzeugung. Und kämpfen den Kampf. Bis der Kampf kann schwerer werden. Und wir haben viel Ursache, mutig den Kampf zu kämpfen. Weswegen, wenn das nicht mein, ein schwerer Weg zu gehen, würde der Herr Jesus auf dieser Welt auch nicht haben dürfen, schwerer Weg gehen. Wir haben keine Versprechung, dass immer was leicht sein. Aber wir haben eine Versprechung, das wird, sieh, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wer sagt das? Der Herr Jesus. Gut, ich würde Frauen noch aufnehmen und Gebet. Allmächtiger Gott und Vater im Himmel, wir danken dir, Herr, für all die Versprechungen, die Verheißungen, die in Wort. Und Herr, die wundervolle Verheißung, weil wir wollen glauben, holen und Gott vertrauen, dass du als eine große Belohnung für uns freust. Wir danken dir, Herr, für die Wahrheit, was wir immer wieder finden, die in Wort, und für Gläubige, für Brüder und Schwestern, was im Glauben stehen, was die kämpfen tun, was das wichtig ist, dass sie das selbe Teil erobern wollen. Himmlischer Vater, wir befehlen die uns wieder ganz an Frauen an die göttliche Leitung und Führung. Und dass wir uns festhalten und immer wieder das erkennen, wie wichtig das ist, dass wir abchecken mit Jesus. Dass wir nicht wollen bis in die Wahlen checken, sondern wir wollen im Glauben abchecken, nur die. Wir wollen alles haben, weil wir die erhöhen, die loben und preisen, dass du bei hier gehalten hast, und dass du da bist, uns wieder zu halten. Im Namen Jesus. Amen.
Wir wollen zum Schluss 2 Leute singen, das erste Nummer 429. Feuer 129. Die zweite Vers sagt, glaub seinem Wort und zweifle nicht, er lässt dich nie allein. Traue dem Herrn und fürcht dich nicht, er ist ein Freund so gut. Wie schwer auch immer dein Geschick, birg dich in seiner Hut. Sing ihm in froher Zeit, sing ihm in Schmerz und Leid, was der Tag bringen mag, singe ihm der Herr. Glaub seinem Wort und zweifle nicht, er lässt dich nie allein. Sein treues Auge wacht für dich, bei Nacht und Sonnenschein. Sing ihm in froher Zeit, sing ihm in Schmerz und Leid, was der Tag bringen mag, singe ihm dem Herrn. Es ist so schön, dem Herrn vertrauen und seine Hände tun, beständig auf sein Antlitz schauen, in seinem Liebe ruhen. Sing ihm in froher Zeit, sing ihm in Schmerz und Leid, was der Tag bringen mag, singe ihm der Herr. Feuer 191. Feuer 191. Ich dachte, Leute, wir vielleicht fernbeipassen, das ist ein Gebet, wenn wir das singen dürfen, jeder einer, das ist ein Gebet, das singen will. Seid still und erkennt, dass ich bin Gott. Seid still und erkennt, dass ich bin Gott. Seid still und erkennt, dass ich bin Gott. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich
Könnt ihr Freunde und Hauptneigen ein paar Vers zu empfangen? Ihr aber, meine Lieben, erbaut euch auf euer allerheiligsten Glauben durch den Heiligen Geist und betet. Und erhaltet euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesu Christi zum ewigen Leben. Dem aber, der euch kann behüten, ohne Fehl und Stellen für das Angesicht seiner Herrlichkeit, unsträflich mit Freuden, dem Gott, der allein weise ist, unserem Heiland, zur Ehre, Majestät und Gewalt und Macht, nun und zu aller Ewigkeit. Amen. Scheiden im Frieden des Herrn.